könnte fast sagen, das ist schon wieder ein Refresh. Nee, na. Ja, Feinheiten, die man echt mal erwähnen muss. Und hat im Prinzip, den habe ich jetzt erst 3 Jahre, 3 Jahre. Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich hier zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Ihr seht es im Hintergrund schon. Hier steht ein Tesla Model Y, aber ein besonderes, denn das ist ein 2022er. Das bedeutet ein brandaktuelles. Ich habe es erst seit 3 Tagen jetzt Mittwoch abgeholt und ihr seht hier vorne auch Kennzeichen, alles noch nicht gemacht. Aber ihr wisst ja, gebt mir einen Monat, dann steht das Ding da wie eine Maschine. Ich möchte aber heute einfach mal mit euch über die Änderungen sprechen, die das Fahrzeug jetzt bekommen hat. Wieder eine Art Revision, ein Refresh kann man fast sagen. Wir gehen ins Detail rein, wir sprechen über den CPU, wir sprechen über die Kofferraumabdeckung. Ach, Leute, ich habe mir eine ganze Liste aufgeschrieben. Die ist ellenlang, zeige ich euch gleich nachher mal. Jetzt entspannt euch erstmal, genießt es und nach dem Intro geht's los. So Leute, ich versuche immer mal euch ein paar andere Blickwinkel zu geben, dass wir nicht immer hier den gleichen, die Fronthaube haben oder sowas, sondern dass wir mal ein bisschen Kontur hier reinbringen. Ich merke aber schon, schwarz ist eine verdammt undankbare Farbe, weil es schluckt einfach Kontraste, Konturen. Ihr seht, glaube ich, hier innen eine schwarze Fläche, aber egal, das ist ja auch das neue Projekt Black Ghost, das heißt alles all black. Fakt ist auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier an der Seite mal stehen, kann ich euch schon sagen, das, was hier unten verbaut ist auf der ganzen Linie, da ist ja der Akku drin. Deswegen auch der niedrige Schwerpunkt. Und der hat sich geändert zu dem Fahrzeug, was ich vorher hatte, zu dem Model Y. Denn hier ist jetzt der sogenannte LG 5L Akku drin. Das bedeutet, wir haben ja ein bisschen mehr Reichweite, minimal würde ich fast sagen. Also es sind jetzt, ich glaube, von 507 auf 535 oder sowas. Also es ist wirklich eigentlich vernachlässigbar, aber Fakt ist, es ist ein neuer Akku drin. Positiv zu erwähnen ist auf jeden Fall, dass dieser Akku nochmal eine deutlich bessere Performance hat im Vergleich zu dem 5C Akku, was die Ladegeschwindigkeit angeht. Das heißt, ich merke es jetzt auch schon, ich habe schon einen Trip von 600 Kilometern Osten gemacht zu meinen Eltern und da habe ich schon gemerkt, ja, ich habe das Gefühl, er kommt flotter weg. 5 Minuten sind es vielleicht nur, die du sparst, aber am Ende merkst du es. Trotzdem muss ich sagen, es geht nichts über den 2019er Panasonic Akku, muss ich echt sagen. Der war sowas von ultra. Der hatte eine Ladeperformance. Die Kurve wollte gar nicht runtergehen. Das war echt toll im Vergleich zu den LG-Akkus, aber so ist es nun mal. Das bedeutet, neuer Akku im 2022er Modell. So Leute, viele haben sich natürlich auch gefragt, ja, wie sieht es denn eigentlich endlich mal mit einer gescheiten Kofferraumabdeckung aus? Ich meine, das ist vielleicht ein deutsches Thema, ich weiß es nicht, aber Fakt ist, wenn ich einen Kofferraum aufmache, dann sehen wir hier wieder das gleiche Spiel, das gleiche Sinnbild im Prinzip wie bei dem, den ich vorher hatte bei dem Model Y. Da gibt es keine Änderung. Ich hätte mir wenigstens gewünscht, dass hier die Vorschübe schon mal eingebaut sind oder sowas. Das hätte schon mal ein Indikator sein können, dass da bald was kommt. Aber bis jetzt noch nicht. Es ist, ja, ein bisschen schade. Viele brauchen das. Ich brauche es jetzt unbedingt nicht, aber gerade, ja gut, wir haben die Tönung hier in der Scheibe, aber gerade wenn man Wertsachen hat oder sowas, war einfach mal ein bisschen zuziehen. Das wäre schon nicht verkehrt, ist aber leider nicht der Fall. So ihr Lieben, den nächsten Punkt, da nehme ich jetzt mal die Kamera in die Hand und zwar, wir gehen hier hinten in die hintere Sitzreihe im Prinzip und ach, Wolfgang Petri läuft noch. Müssen wir mal kurz ausmachen, Wolfgang Petri. Nicht, dass er uns hier stört. Und ich hoffe, jetzt bleibt es auch aus. Auf jeden Fall wollte ich euch eigentlich nur zeigen, dass die hintere Sitzreihe jetzt auch Doppelverglasung hat. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Meine Kamera ist ja nicht die beste, aber ihr solltet es, glaube ich, sehen. Das ist jetzt genau wie vorne. Mal gucken. Da seht ihr das nämlich auch schön. Jetzt haben wir vorne und hinten Doppelverglasung. Muss ich ehrlich sagen, ich kann euch nicht sagen, ob es jetzt effektiv leiser ist. Also bis jetzt habe ich es einfach nicht gespürt oder gemerkt jetzt beim Fahren. Bei höheren Geschwindigkeiten finde ich den eh leise, auch vorher schon. Und da kann ich eigentlich nicht meckern, muss ich echt sagen. Meiner Meinung nach sogar ist das Model 3 lauter als das Model Y, aber vielleicht ist das auch einfach nur Einbildung. Wenn ich die Fahrertür jetzt schon offen habe, dann wollen wir doch mal reingucken. Ich will euch die nächste Änderung sagen. Und zwar, passt mal auf, lasst uns mal reinschauen, welchen Prozessor wir hier drin haben. Und zwar Software, dann gehen wir auf zusätzliche Fahrzeuginformationen und dann sehen wir hier stehen, Info-Entertainment-Prozessor ist der AMD Ryzen, ganz neu. Früher war das immer Intel. Das heißt, Tesla ist da auch umgestiegen. Ich denke mal einerseits wegen der Performance.
und andererseits natürlich auch wegen den Kosten. Und man muss ganz klar sagen, in einigen US-Foren oder ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, da ist sogar die Rede von 8-fach schneller. Im normalen, ich sag mal, Zyklus hier, im normalen Handling kann ich das nicht beurteilen. Aber ich muss euch sagen, eine Sache, wo ich stutzig wurde, wo ich dachte, Alter, wie schnell ging das denn bitte, ist bei dem Musiktitel suchen. Ich habe ja Spotify hier getroffen, zeige ich euch mal. Spotify ist hier. Und da höre ich meine Musik ganz normal. Und wenn ich jetzt über die Sprachfunktion, im Prinzip ja, wenn ich den Knopf hier halte, dann den Titel ändern will, zum Beispiel jetzt, was wollen wir mal abspielen? Jetzt haben wir hier Wolfgang Petri, sagen wir mal jetzt Roland Kaiser war, dann geht das ultra schnell. Ich mache es jetzt mal, achtet mal drauf, wie schnell das geht. Das heißt, ich klicke jetzt hier, pass auf, spiele Roland Kaiser. Und bumm, schon ist es da. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer, wie schnell das geht. Ohne Mist. Ich mache einen anderen Titel, okay? Spiele Scooter. Boom, auch schon da. Das ist der Hammer. Vorher, bei meinem alten, das kann ich euch echt sagen, da hat er gerüttelt und dann kam das Lied vielleicht 5 Sekunden später. Und hier ist es ultra schnell. Jetzt werden natürlich einige von euch sagen, ja, André, aufpassen, dass es Internetverbindung war. Ich habe das wirklich für euch mehrmals getestet. Also mit Internet, wenig Internet, kaum Internet. Wir können ja gerade mal gucken. Ich zeige euch mal, wie viel Internet wir jetzt gerade haben. Das ist nämlich auch nicht am Anschlag. Ich weiß nicht, ob ihr das seht hier. LTE hat gerade mal 3 Balken von 5. Also auch nicht das Beste und trotzdem ultra schnell. Da vermute ich ganz einfach, ist der Prozessor schuld, sinnesgemäß. Und da merkt man auch, die Performance ist super. Wenn ich jetzt mal hier Kamera anklicke. Ich klicke jetzt hier unten auf das Icon. Boom. Und Kamera direkt da. Manchmal war es bei mir so, dass die lädt, die hintere Kamera gerade. Also ich finde schon, die Performance ist besser, aber im Alltag, ob man den alten Prozessor hat oder nicht, ist eigentlich da egal. So ihr Lieben, und ich bleibe auch direkt mal im Fahrzeug sitzen, denn der nächste Punkt, der sich geändert hat, ist, oder beziehungsweise hat mit den Scheinwischern zu tun. Ich habe mal gerade den Modus reingefahren, dass die ein bisschen hochklappen, denn wenn ich jetzt hier auf Klima gehe, dann seht ihr hier ein neues Icon und das heißt im Prinzip, dass die Scheibenwischer beheizt sind. Wir können ja gerade mal gucken, ob wir da was erkennen, weil ich sehe es direkt ehrlich gesagt nicht. Ich wüsste auch nicht, wo das Heizelement jetzt hier verbaut ist. Vielleicht hier vorne drin, aber hier ist ja auch die Düse, die neue. Tja, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Meine Vermutung ist entweder, dass hier unten der Bereich beheizt ist oder, weil hier kann es nicht sein. Hier kann es definitiv nicht sein. Also es muss dann echt schon hier unten irgendwie, ja, dass hier eine Heizplatte drin ist, die das Ganze dann ein bisschen anlöst. Weil die Scheinwischer fahren ja fast hier runter unter die ich sag fast Motorhaube, unter die Fronthaube. Und dass die da vielleicht beheizt werden. Anders kann ich es mir echt nicht erklären. So ihr Lieben, jetzt mache ich auch mal die hintere Tür auf, denn es hat jetzt den Grund, dass viele sich beschwert haben, dass der Wagen einfach von der Zuladung her zu wenig hat. Das bedeutet, ich muss mal kurz ablesen, hier auf meinem Handy, und zwar Zuladung 390 Kilogramm war es in Q3 2021. Das bedeutet, ich wiege 110. Machen wir mal alles, Kachel hier voll mit 410 Kilo André Scheidlers. Das bedeutet, der Wagen ist eigentlich überladen. Wenn ich da noch einen Kasten Bier hinten reinstelle, ist Feierabend. So, das hat Tesla jetzt mal angepackt und hat es jetzt um 250 Kilogramm erhöht auf 620 Kilogramm. Das bedeutet, jetzt sieht die Welt schon wieder komplett anders aus. Es passen hier dann wirklich genug Leute rein. Mal unter uns gesagt, ich glaube auch nicht, wenn wir jetzt zu 4 hier gefahren wären oder zu 5, dass bei der Vorserie irgendwie was passiert wäre oder sonst was. Also ich weiß auch nicht. Jedenfalls habe ich sogar mal im US-Forum durchgeguckt, was sich denn wirklich geändert hat, dass diese Kapazität sich auf einmal so erhöht hat. Und es waren keine Federn, die geändert wurden, es waren keine Bauteile, die geändert wurden. Von daher, Leute, ist das vielleicht auch nur eine Zahl auf dem Papier. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, der Wagen an sich wiegt ja 2050 Kilogramm. Das ist schon gewaltig, muss man echt sagen. Aber an der Zuladung sollte es eigentlich nicht scheitern. Von daher wisst ihr jetzt Bescheid. Die 2022er Modelle können jetzt ordentlich an Personengewicht und Zugewicht an Gepäck und so weiter vertragen. Ein anderer Punkt, über den ich mich wirklich gefreut hätte. Ich hätte mich wirklich gefreut. Und zwar, es geht um die Sitze. Eine sogenannte Sitzkühlung.
Im Handbuch, wer es mitbekommen hat, da stand immer drin, dass eventuell, falls verfügbar, auch eine Sitzkühlung ist im Menü. Das bedeutet, ich zeige es euch mal, wir gehen wieder in die Klimasteuerung und dann seht ihr hier unten die Sitzheizung und da hätte normalerweise dann noch ein Icon, wäre da gewesen, wo man dann auch die Sitzkühlung aktivieren konnte, könnte, hätte, wie auch immer. Das hat sich wohl herausgestellt als ein Übersetzungsfehler. Das bedeutet, Sitzkühlung hat das 2022er Model Y leider nicht. Kommen wir auch gleich mal zum nächsten Punkt. Ich öffne mal den Frunk. Wir schauen mal vorne rein, denn Tesla hat, ich kann euch nicht sagen warum, aber Tesla hat im Prinzip die Batterie, die hier hinter steckt. Ich mache das jetzt nicht alles ab, ihr wisst ja, was ich meine. Die Batterie, die hier hinter steckt, wurde geändert von 12 Volt auf 16 Volt. Das bedeutet, wir haben anderes, Spannungsnetz bleibt gleich, aber die Kapazität der Batterie hat sich geändert. Ich weiß auch nicht warum, ich kann es euch echt nicht sagen. Vielleicht ist jemand von euch da draußen in der Community dabei, der dazu was sagen kann, warum Tesla das gemacht hat. Ja. Ich kann es euch echt nicht sagen. Fakt ist, die hat sich wohl geändert. Außerdem, ihr Lieben, soll es wohl ein neues Audiosystem hier verbaut sein. Soll ein neues Audiosystem geben. Im Prinzip, ja, seht ihr überall Lautsprecher hier oben. Also das Soundsystem ist echt ultra, keine Frage. Das war bei dem alten schon gut. Kann ich euch auch ehrlich gesagt nicht sagen, wo sie da gespart haben. Viele vermuten hier im hinteren Bereich, dass jetzt hier die Lautsprecher geändert wurden. Ich merke keinen Unterschied, das ist Fakt. Die Soundqualität ist super. Die war bei meinem vom letzten Jahr von dem Model Y war auch super. Also da kann ich echt keinen Unterschied feststellen, muss ich echt sagen. Aber auf dem Papier hat sich geändert. So ihr Lieben, und natürlich gehört auch immer ein bisschen Kommerz dazu. Ich stoppe hier mal die Kofferraumabdeckung, denn ich will euch kurz was zeigen. Ich habe hier noch die Tesla im Prinzip Kennzeichenhalterung drin und wir im E-Fever Shop haben für euch auch exklusiv ein paar andere Kennzeichenhalter drin, die einfach ein bisschen stilvoller sind und zu unserer Szene einfach passen, zur Community. Tankst du noch oder lädst du schon zum Beispiel, habe ich hier. Das heißt, man könnte den 1:1 austauschen für vorne und hinten. Natürlich die Leute, die jetzt Klett machen, da geht das nicht. Aber wer da Bock drauf hat, schaut gerne dran vorbei. Alles in allem waren das die Änderungen, die mir jetzt eingefallen sind, die ich mir notiert habe. Ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen von. Und wie gesagt, im Grunde genommen gibt es keine gravierenden Änderungen, aber für die Technikfetischisten, für die, die immer da wissen wollen, was Massephase ist, habe ich euch jetzt einfach mal das Video gemacht. Und ich hoffe, ihr könnt da was mitnehmen von. Ich werde den Wagen jetzt aufpimpen im Prinzip, werde den wieder zurecht machen und hoffe, dass er dann wirklich wie ein Sahnestück dasteht. Im nächsten Video werde ich auch Reifenreber besuchen, im Prinzip Markus und Daniel, kennt ihr ja alle, brauche ich euch ja nicht erzählen. Und wir werden mal eine Auflistung machen von den Felgen, die euch im Sommer jetzt erwarten können für dieses Jahr. Das bedeutet fürs Model 3 und fürs Model Y. Da gibt es ja, was es da alles an Größen auch gibt, was von der Vielfalt, das ist der absolute Wahnsinn. Das zeigen wir euch alles. Und außerdem ein paar, denke ich, coole News, die kommen werden. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, Leute. Haltet die Ohren steif und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.